Besondere an den Barocksolisten ist erst einmal ganz wichtig, das macht man nur aus Leidenschaft und aus Spaß. Die Berliner Barocksolisten sind weltweit eines der führenden Barockensembles und es gibt nur wenige andere Ensembles, die sozusagen auf diesem Weltklasse-Niveau als Mitbewerber zu betrachten sind. Das Besondere an den Barocksolisten ist, dass wir uns gut kennen durch unsere Zusammenarbeit im Orchester. Die Barocksolisten bieten die Möglichkeit, Barockmusik auf ganz hohem Niveau, wenn ich das blöde Wort sagen darf, historisch aufgeklärt zu spielen. Ja, das Besondere ist, glaube ich, dass eigentlich das Konzept im Aufbau, als ich noch nicht im Ensemble drin war, aber dass das Konzept war, dass man sozusagen barocke Spieltechniken und barockes Wissen, also historisches Wissen über diese Zeit, dass man das auf moderne Instrumente überträgt. Das Alleinstellungsmerkmal der Barocksolisten ist sozusagen die Qualität der Einzelspieler, die natürlich bei uns durch die Bank weg, bei allen 12 bis 15 Mitgliedern, vom ersten bis zum letzten Spieler auf Solistenniveau ist. Eine Zusammensetzung von Musikern, die gemeinsam dieses Repertoire erforschen, erkunden wollten, aber als Akt der Freiheit. Barockmusik hat den Anspruch, eine Sprache zu sein, die die Leute ansprechen will. Ich finde, dass es tatsächlich auch für junge Leute extrem interessant ist, das zu merken. Also mal diese abgespeckte Version raus aus dem Orchester, wo jeder an seinem Pult sitzt und reinguckt, was natürlich auch toll ist, aber was vielleicht zu komplex manchmal ist. Wir haben, wie gesagt, wir spielen uns die Bälle zu, wir gucken uns an, hoffentlich lächeln wir uns auch mal an. Man kann so direkte menschliche Verbindungen ergründen, auch als Nicht-Kenner. Dadurch, dass kein Dirigent da ist, ist die Verantwortung bei jedem Einzelnen. Es ist wirklich Kammermusik, ja, obwohl es ja eigentlich ein kleines Orchesterchen ist es Kammermusik. Es ist etwas, was man in dieser Musik, wo jeder wirklich eine Stimme bekommt und hörbare Stimme bekommt, glaube ich, eine essentielle Komponente von dieser Zusammenarbeit. Die einzelne Verantwortung ist auch größer. Die Kreativität dadurch, dass wir nicht ein Teil von 120 sind, sondern ein Teil von 12, 13 Leute. Also ich glaube, dass die Barockmusik einen großen Vorteil gegenüber der Musik des 19. Jahrhunderts hat. Und zwar aus folgendem Grunde, weil die Formen einfach vordefiniert sind und jeweils mit einem neuen Gehalt, mit einem neuen kompositorischen Gehalt erfüllt werden. Und man immer weiß, was das Grundsätzliche einer Gigue ist oder das Grundsätzliche einer Sarabande und dann eben in dieser Musik die Ausnahme von der Regel erfährt. Und das ist sozusagen das, was an der Kammermusik, wenn man das als junger Mensch erlebt, wo man denkt, Wahnsinn, das ist unglaublich, was da passiert. Es war auch immer eine extrem lockere, harmonische, lustige Atmosphäre, ist nicht dogmatisch und ein Ensemble, was immer mit einer Freude, besonderer Freude gearbeitet hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir damals sozusagen die Idee hatten, auf eine Initiative eigentlich von Claudio Abbado hin. Wir hatten ja mit den Berliner Philharmonikern die brandenburgischen Konzerte und hinter mit Trauermusiken
im Kammermusiksaal aufgeführt und das lief mit den Brandenburgischen sehr gut. Da war Rainer Kussmaul dann auch dabei. Er war ja zeitweise erster Konzertmeister unseres Orchesters. Ja, Rainer Kussmaul hat unser Ensemble mitgegründet. Er war der künstlerische Leiter. Er war eigentlich derjenige, der uns geprägt hat. Und ohne Rainer Kussmaul würde es uns, denke ich, so überhaupt nicht geben. Das war auch, dieses Geigenspiel war auch toll von ihm, weil er immer so Geige gespielt hat, als würde er jemanden umarmen. Also es war sehr liebevoll, hat er immer Geige gespielt. Rainer war eine leuchtende Persönlichkeit, mal ganz bestimmt durch seine künstlerische Potenz, durch seine geigerischen Möglichkeiten, durch seine Fantasie. Er war ein grandioser Musiker, ein grandioser Leader auch, der durch seine Persönlichkeit Ensemble und Publikum sofort in der Tasche hatte. Er hat in seiner Position als leitender Violinist des Ensembles, aber auch als Solist abwechselnd. In jedem Konzert hat er in beiden Funktionen musiziert. Hat er immer größten Respekt und Freude ausgestrahlt. Und das ist etwas, was unglaublich ansteckend ist und was die Musik natürlich im höchsten Maß dient. Reisen sind immer sehr spannend. Meine Damen und Herren, wir haben unseren Anflug auf Hongkong begonnen. Es gehen Jugendliche, Kinder oft ins Konzert und zusammen mit ihren Eltern oder auch in ihrer Clique. Wenn wir in Asien sind, bin ich immer begeistert davon, auch im Vergleich zu Europa muss man schon sagen, wie die Menschen dort für klassische Musik brennen, also jede Art von klassischer Musik. Also manchmal beschämt mich das fast, wie man selbst betrachtet wird. Ich sehe mich selber gar nicht so, wie soll ich sagen, wichtig, wie man, also wenn da jemand zur Autogrammstunde kommt, denke ich mal, ja, ich gebe gerne mal eine Unterschrift, aber das ist mir fast fremd. Aber trotzdem ist es natürlich, spielt man besonders gern für diese Leute. Ich kann durchaus begreifen, dass die Menschen in Japan oder fernweg, in anderen Kontinenten, dem Berliner Barocksolisten so eine Art von Authentizität unterstellen. Also wenn man bei uns reinfällt in ein Konzert, ohne großen Vorlauf zu haben, kann man sich auf Spielfreude am Abend, Spontanität, Frische. Wir sind da wirklich gut aufgestellt bei den Berlinern. Also diese Freude, was neu zu entdecken, auch heute, wo man schon so viel weiß über sogenannte Barockmusik, ist immer wieder eine Herausforderung. Das macht riesen Spaß.